Hallo, meine liebe Waage und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Waage, ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes neues Jahr 2025. Ich hoffe, dass all eure Träume, all eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr auch mutig seid und euch auch getraut, eure Ziele zu erreichen, euren eigenen Weg zu gehen. Liebe Waage, wir schauen uns heute dein Jahr 2025 an. Was ist wichtig für dich zu wissen? Welche Energien begleiten dich? Liebe Waage, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch. Liebe Waage, dein Jahr 2025. Was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Hier haben wir schon das Stopp und hier auch. Wir haben 3 des Denkens und 6 des Handelns. Liebe Waage, du bist ein liebevollen Engel. Du bist von lieben ich kann nicht mehr sprechen. Du bist von liebevollen Engeln umgeben, die dich heilen und trösten. Die Traurigkeit, die du fühlst, wird im Laufe der Zeit vergehen und dann wirst du in der Lage sein, klar zu sehen, wie wichtig diese Situation für dein spirituelles Wachstum gewesen ist. Nimm dir die nötige Zeit, um dir selbst und anderen zu vergeben, damit du die Zukunft mit Freude annehmen kannst. Also ich sehe hier ganz klar, dass die Engel, also deine Schutzwesen, deine Schutzgeister, deine Schutzengel dir wirklich sagen, sei nicht traurig, wenn etwas nicht geklappt hat, vielleicht im Jahr 2024, wenn du vielleicht ein Ziel nicht erreicht hast, bleib voller Hoffnung. Es hat vielleicht einen Grund, dass es nicht geklappt hat, weil etwas Größeres auf dich wartet im neuen Jahr. Und die Engel wollen dir einfach sagen, gib die Hoffnung nicht auf. Weil es hat alles einen Sinn, auch wenn du vielleicht diesen Sinn noch nicht erkennst. Liebe Waage, was für eine wundervolle Erfahrung für dich. Dein Projekt ist ein voller Erfolg und bringt dir Preise, Beförderungen oder andere Formen der Anerkennung für deine Bemühungen. Gut gemacht. Falls jemand, der dir helfen kann, seine Unterstützung anbietet, sei versichert, dass der Betreffende vom Himmel gesandt ist und nimm seine Hilfe bereitwillig an. Ja, ist genau diese Energie. Ich habe das Gefühl, das ist so die Energie von der Vergangenheit. Vielleicht eben 2024 hat vielleicht etwas noch, ja, vielleicht noch nicht ganz 100%ig so geklappt, wie du es gerne wolltest. Und es kann sein, dass dich das auch frustriert oder einfach so ein bisschen traurig stimmt. Oder du ein bisschen zweifelst, ob das wirklich das Richtige ist, ob das klappt. Und ich sehe, dass in diesem Jahr etwas Großartiges klappen wird. Also hier ganz klar Hoffnung nicht aufgeben, liebe Waage. Ich sehe auch, dass hier eine Begegnung kommen könnte und diese Person könnte dich dabei unterstützen, sei das mit Thema Wissen. Vielleicht hat diese Person irgendwie spezielle Erfahrungen in einem Bereich oder irgendein wertvolles Wissen oder auch Inspiration für dich. Oder es könnten generell auch Unterstützungen in deinem Umfeld plötzlich aufkommen oder vielleicht bekommst du plötzlich Informationen. Ich habe auch das Gefühl, dass du vom Universum Zeichen bekommst und Informationen, die dich bei einem Thema unterstützen, dass du eigentlich wie dort hingeführt wirst, wo die Lösungen sind. Also hier wirklich, was dir im letzten Jahr nicht gelungen ist oder nicht ganz so, wie du es wolltest, wird in diesem Jahr gelingen, vielleicht aber etwas anders, als du denkst, nämlich wahr. Schauen wir mal weiter, liebe Waage. Liebe Waage. Offenbarung. Ja, du bekommst wie ein Aha-Moment. Dir wird etwas klar.
In diesem Jahr wird dir etwas ganz, ganz stark klar. Es kann sein, dass du plötzlich eben einen Weg siehst oder eine Lösung oder vielleicht auch endlich erkennst, was du wirklich möchtest oder erkennst, welchen Beruf du ausüben möchtest oder auch in der Liebe, wo die Reise hingeht. Ich sehe, dass du wie ein Aha-Moment hast, so eine Art Offenbarung, dass sich dir was zeigt. Und dass es sich dir jetzt zeigt, bekomme ich auch ganz stark rein, ist, weil du erst jetzt auch dafür bereit bist. Das heißt, vorher warst du wie noch nicht bereit dafür. Vielleicht hast du dir das schon gedacht, dass du bereit bist, aber vielleicht musstest du vorher wie noch etwas lernen oder eine Art Vorbereitung durchlaufen und jetzt bist du bereit dafür. Schauen wir mal, deine Hauptenergie, was begleitet dich im Jahr 2025, liebe Waage? Was begleitet dich im Jahr 2025? Liebe Waage, dein Hauptthema, was immer wieder zu dir zurückkommt. Gleich 3 Karten. Wir haben Bube der Münzen, Königin der Schwerter und den Tod. Also Skorpionenergie, Luftenergie und Erdenergie. Ich sehe, dass es darum geht, ich sehe auch eine Art Plan machen. Ich sehe, dass endlich bei dir in diesem Jahr eine Transformation stattfindet, auf die du eigentlich schon lange wartest. Ich sehe auch, dass irgendwo, dass es Zeit ist für Wachstum, Transformation. Ich sehe aber auch, als würdest du dir über irgendetwas Gedanken machen, Vorbote für Entscheidung, weil hier kommt wie ein Blitzgedanke, eine Blitzidee. Also hier kommt wie etwas Neues. Können auch neue Begegnungen sein oder auch ein neuer Beruf. Es ist, oder irgendetwas Neues, oder vielleicht hast du plötzlich eine neue Idee, wie du Geld verdienen könntest oder was du machen kannst. Es ist etwas ganz, ganz Neues, zeigt sich dir, aber es ist noch nicht ganz ausgereift. Es ist noch wie in den Kinderschuhen. Schauen wir mal, warum der Tod, irgendein Ziel zeigt sich dir. Ich glaube, das ist diese Offenbarung. Ein neues Ziel wird sich dir zeigen in diesem Jahr. Das heißt aber nicht, dass du dieses Ziel schon umsetzt oder lebst, aber es ist eine Art Perspektive, was sich dir zeigt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass du eigentlich darauf gewartet hast. Schauen wir mal, Königin der Schwerter, Luftenergie, so dein Element. 5 der Münzen, Ritter der Münzen und der Eremit. Vielleicht auch das Thema Wert oder das Thema Geld. Wie komme ich zu Geld oder wie kann ich diese Mangelenergie, die mich begleitet, dass wenn du in einem Thema irgendeine Art Mangel fühlst, wie kann ich dieses Gefühl loslassen? Es kann auch das Thema Selbstwert sein. Und ich sehe auch, dass du sehr tief gehst. Sehr, sehr tief. Es ist aber ein längerer Prozess, das heißt, es ist nicht von heute auf morgen, aber du gehst tief. Richtig tief. Es fühlt sich sehr spirituell an. Sehr, sehr sogar. Fühlt sich auch an, als möchte sich dir eine Art Weisheit offenbaren. Und musst wie zuerst den Weg gehen. Jungfrau-Energie oder Ordnung schaffen. Irgend bei einem Thema Ordnung schaffen. Weil du von irgendeinem Thema mehr möchtest oder weiterkommen möchtest. Schauen wir nach Bube der Münzen, habe ich ganz vergessen. Bube der Münzen, die kam jetzt ratzfatz. 6 der Kelche, es könnte auch um eine Vergangenheitsperson gehen, dass du vielleicht etwas Neues von dieser Person oder vielleicht auch Situation erkennst, das du vielleicht so nicht wahrgenommen hast und dass diese Erkenntnis wichtig ist. Eventuell könnte aber auch eine Vergangenheitsperson nochmals Thema werden. Muss nicht, kann. Ganz, ganz wichtig, liebe Waage. Vor allem, wenn es um ein Erdzeichen geht. Ich sehe eher, dass es um
vergangene Sehnsüchte gehen oder mehr um ein Gefühl. Vielleicht das Thema, wenn du mal ganz stark verliebt warst, kann es sein, dass du diese Liebe vermisst, aber nicht diese Person, sondern einfach das Gefühl dahinter. Das Gefühl von Liebe, das Gefühl von Erfolg. Es ist eine melancholische Energie. Eigentlich etwas, was schon immer da war, ein Gefühl, aber erst jetzt kannst du dich wie richtig damit auseinandersetzen. Und es ist, als würde etwas Neues entstehen, ist noch, also fühlt sich sehr gut an. Schauen wir mal weiter. Falls du Single bist, bekomme ich auch ganz stark rein und auf der Suche nach Liebe bist, könnte hier sogar eine ganz neue Bekanntschaft kommen und das fühlt sich an wie eine Seelenverbindung. Und ganz neu, ganz anders. Und du fühlst eine Verbindung, es kann sein, vielleicht seid ihr komplett anders, unterschiedlich, aber du fühlst diese Verbindung und diese Verbindung bringt dich zum Grübeln oder umgekehrt. Schauen wir mal weiter, was kommt sonst noch auf dich zu, liebe Waage? Wir schauen uns jetzt vor allem die Hindernisse an, das heißt, wo sind die Herausforderungen, damit du sie bewusster wahrnehmen kannst und umgehen kannst. Die Herausforderungen für 2025. Warum habe ich hier keinen Stopp? Soll ich sie nehmen? Ich habe das Gefühl, 7 der Schwerter ist mehr ein Hinweis über Lügen, Achtung vor Lügen. Wenn du fühlst es, wenn jemand lügt. Also Achtung vor Lügen. Gib Acht, wer die Wahrheit spricht. Das heißt jetzt nicht, dass du in ein Misstrauen kommen sollst, aber vertraue deinem Instinkt, deinem Gefühl. Umgib dich nicht mit Menschen, die unehrlich spielen. Das nehme ich einfach als Randbotschaft wahr. Sonst ist hier kein Stopp. Schauen wir mal weiter. Waage. Liebe Waage, deine Herausforderungen. Liebe Waage, wir haben schon wieder 6. Kelch. Oha. Ganz starke Seelenverbindung oder irgendetwas. Es kann auch um einen Seelenvertrag oder Seelenaufgabe gehen. Wir haben 9 der Kelche, 4 der Schwerter und die Sonne. Wow. 9 der Kelch. Also es wird sich dir eben, ich habe das Gefühl, das wird sich dir was zeigen. Und ich habe das Gefühl, das darfst du annehmen. Ich glaube, das ist was gut, also was sehr, sehr Gutes. Und das führt dich wie zu, kann ich sagen, das führt dich wie aus einer Art Komfortzone raus oder führt dich dort raus, wo du das Gefühl hast, du steckst fest. Hier zeigt sich dir ein Wunsch oder eine Art Klarheit oder ein Wunsch könnte in Erfüllung gehen oder es könnten Situationen kommen, die dazu führen. Ich sehe aber auch, dass du sehr viel Pause brauchst, also Pausen brauchst. Rückzug. Rückzug ist im Jahr 2025 sehr wichtig für dich, liebe Waage. Weil es geht um einen klaren Geist zu bekommen, um eine gewisse Tiefe zu erlangen für irgendeine Klarheit, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, 9 der Kelche. Schon wieder Königin der Schwerter, Luftenergie. Vielleicht hat es auch mit einem Luftzeichen zu tun. Ja, hier zeigt sich irgendein neues Projekt, ein neues Vorhaben, eine neue Perspektive, ein neuer Wunsch, aber du brauchst wie Zeit dafür, also und Kraft, Energie. Ganz viel Kraft und Energie. Oh, liebe Waage, schon wieder 9 der Kelch und 10 der Kelche. Das ist ja richtig gut.
Ich sehe auch, dass du mega stark belohnt wirst, wenn du dir Zeit für dich nimmst und bewusst, wenn du merkst, dass du Pausen brauchst, dass du das auch machst und wenn du in die Tiefe gehst, reflektierst, hinschaust, vielleicht auch durch Meditation, dass du belohnt wirst, dass sich dir etwas offenbart. Entweder eben eine Erkenntnis, es kann auch sein, dass du dann wie eine Tür öffnest für die Liebe oder für deinen Traumberuf, aber denk dran, das sind ja die Herausforderungen. Das heißt, das Thema Pause machen wird wahrscheinlich für dich nicht so einfach sein. Wahrscheinlich möchtest du immer sofort etwas erledigen oder verwechsle Pause machen nicht mit Ablenkung. Viele sagen, ich mache Pause, aber sie lenken sich ab. Mit Pause machen meine ich nicht Pause machen, also in Form von Flucht oder Ablenkung, sondern wirklich sich mit sich selbst beschäftigen, sich erden, den Geist klären, den Geist beruhigen und nicht durch Internet ablenken oder so. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, aber gleichzeitig, wenn du das schaffst, ist es auch ein größeres Potenzial. Weil hinter jeder Herausforderung ist ein Potenzial. Ich sehe auch, dass du vielleicht Mühe hast, diesen Wunsch eben zu sehen, aber er zeigt sich dir. Und du hast die Kraft, das anzugehen, aber du brauchst eben diesen Ausgleich, ganz wichtig. Weil hier liegt das Glück. Aber es liegt als Herausforderung, als könntest du dieses Glück oder diese Klarheit vielleicht nicht immer greifen. Schauen wir mal, warum die Sonne als Herausforderung? Ja, Zweifel, Ängste, Zurückhaltung, das nicht selbst spricht. Ja, mehr kommunizieren, getrau dich mehr, deine Wahrheit zu sprechen. Und wenn Chance für Kommunikation kommt, Chance für einen Tisch, folge dem. Folge dem. Und nimm wahr, was du siehst und was du fühlst. Nimm es aktiv wahr. Es kann sein, dass wie die Stimme der Angst kommt und dir Dinge einredet, die gar nicht echt sind. Weil du hast sehr gute Karten hier. Großes Potenzial, wenn du es schaffst, eben diesen Wunsch klar zu erkennen, dieses Ziel, und dass du dir auch erlaubst, dass du Pausen machst. Wenn du das eben nicht machst, kann es sein, dass du ausbrennst. Dass du dann plötzlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Oder es kann sich dann auch so zeigen, dass du in eine Art Antriebslosigkeit kommst. Und wenn du aber die Balance angehst, wirklich deine Energie auch immer klärst und reinigst auch vor fremde Energien, hast auch diesen starken Blick oder eben fühlst du diese Offenbarung. Und die ist eben wichtig. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, liebe Waage? 3 der Münzen, irgendein Sternzeichen hatte das auch. War das Skorpion? Bin nicht mehr sicher, oder war das Schütze? Kommunikation, liebe Waage, sich mit Menschen verbinden, austauschen, mit Gleichgesinnten austauschen. Nicht dich austauschen mit solchen, die nichts mit deinen Träumen anfangen können. Tausche dich mit Menschen aus, die dich inspirieren. Begegne Menschen, vor allem auch wenn du dir Liebe wünschst. Also nicht nur in den 4 Wänden sitzen, sondern geh hinaus. Das ist so ein bisschen der Rat. Schauen wir mal, was liegt denn im Schatten, was möchte sich dir zeigen. Aber erwartest du nicht. Was möchte sich dir zeigen, liebe Waage? Oh, ein neuer Weg. Ja, hier zeigt sich ein neuer Weg. Ganz klar, es passt total zu der Energie. Ich finde die sehr, sehr schön. Die Frage ist einfach, getraust du dich, diesen neuen Weg anzugehen? Weil ich glaube, es ist etwas, was du vielleicht nicht so erwartest oder es kommt so wie langsam hoch. Und es wird sich dir zeigen.
Es kann sein, dass sich das in diesem Jahr erst zeigt und dann erst im 26 du den Weg gehen wirst. Das ist sehr gut möglich, muss aber nicht sein. Oder jeder Mensch hat halt ein anderes Tempo und das ist auch völlig in Ordnung. Du darfst dein Tempo leben und jemand anderes darf sein Tempo leben. Also hier zeigt sich definitiv eine Art Verlassen, eine Situation oder eine Energie endlich verlassen. Eine Art Strudel. Eben, ich habe das Gefühl, etwas, was dir in den letzten, vielleicht auch Jahren nicht so gelungen ist oder nicht geklappt hat, kann in diesem Jahr klappen. Oder der Weg wird wie gesetzt in diesem Jahr für dieses Ziel. Sehe ich ganz stark. Vielleicht sogar ändert sich das Ziel ein bisschen. Wäre ich auch nicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, liebe Waage, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.